Willkommen zurück zu Ein Koffer, ein Traum. In this episode, David, a Kenyan student who recently arrived in Germany, is going to his language school, die Sprachschule, for the very first time. Everything feels new to him, the people, the culture, and of course, the German language. At the school, he meets students from different countries, practices German, and slowly begins to feel less alone in Munich. Listen carefully to the slow, clear German story. After the story, we will practice important vocabulary and expressions together. Viel Spaß and welcome to Deutsch Diary. Die Sprachschule. The Language School. Es ist Montag. Es ist der 8. September. Es ist 7 Uhr morgens. Ich stehe vor dem Spiegel in meinem kleinen Zimmer. Ich trage ein weißes Hemd. Das Hemd ist sauber und gebügelt. Ich habe es gestern Abend gebügelt. 2-mal. Heute ist mein erster Tag an der Sprachschule. Die Schule heißt Deutschakademie München. Sie liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ich habe die Route gestern geübt. Mit dem Bus. 23 Minuten. Ich bin nervös. Aber ich bin auch aufgeregt. Das ist ein neues Gefühl. Nervös und aufgeregt gleichzeitig. Wie vor einem großen Spiel. Der Bus ist voll. Es ist Berufsverkehr. Alle stehen dicht nebeneinander. Niemand spricht. Alle schauen auf ihr Handy oder aus dem Fenster oder einfach ins Leere. In Nairobi wäre das anders. In Nairobi würden die Menschen reden, lachen, Musik hören, jemanden anrufen. Hier ist der Bus still. Sehr still. Ich lerne, das ist normal in München. Ich steige an der Haltestelle Hauptbahnhof aus. Es ist kühl, der Himmel ist grau, aber trocken. Das ist gut, ich finde die Schule schnell. Es ist ein großes, altes Gebäude. An der Tür hängt ein Schild. Willkommen. Bienvenue, welcome, Hoş geldiniz. Viele Sprachen. Auf einem Schild. Ich lächle. Ich bin hier richtig. Der Unterrichtsraum ist im 2. Stock. Ich öffne die Tür. Es gibt 8 Stühle. 5 sind schon besetzt. Ich schaue die anderen Menschen an. Eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren. Sie schaut auf ihr Notizbuch. Ein älterer Mann mit einer Brille. Er trinkt Kaffee aus einem kleinen Becher. 2 junge Männer, die leise miteinander reden. Und ein Mädchen, vielleicht 18 Jahre alt. Sie sitzt allein und schaut aus dem Fenster. Genauso wie ich es in meinem Zimmer oft tue. Ich setze mich an einen freien Platz. Neben mir sitzt die junge Frau mit dem Notizbuch. Sie sieht mich kurz an. Sie lächelt. Ich lächle zurück. »Hallo«, sagt sie leise. »Hallo«, sage ich. Das ist alles. Aber es fühlt sich gut an. Die Lehrerin kommt herein. Sie heißt Frau Bauer. Sie ist ungefähr 40 Jahre alt. Sie hat kurze rote Haare und eine laute, freundliche Stimme. »Guten Morgen alle zusammen«, sagt sie. »Guten Morgen«, sagen wir. 8 Stimmen, 8 verschiedene Akzente. Frau Bauer lacht. »Perfekt«, sagt sie. »Das klingt schon wie Deutschland.« Sie schreibt etwas an die Tafel.
Groß, in großen Buchstaben. Woher kommen Sie? Das ist unsere erste Frage heute, sagt Frau Bauer. Bitte stellen Sie sich vor, Ihr Name, Ihr Land. Warum sind Sie hier? Wir schauen uns an. 8 Menschen, 8 Länder, 8 Geschichten. Die junge Frau neben mir beginnt. Ich heiße Amara. Ich komme aus Nigeria. Ich bin hier, weil ich Medizin studieren möchte. Der ältere Mann mit der Brille ist nächster. Mein Name ist Kenji. Ich komme aus Japan. Meine Firma hat mich nach München geschickt. Die 2 jungen Männer kommen aus Syrien. Sie heißen Omar und Tariq. Sie sind seit 3 Monaten in Deutschland. Sie sprechen schon ein bisschen Deutsch. Besser als ich, denke ich. Das Mädchen am Fenster heißt Sophia. Sie kommt aus Brasilien. Ihr Freund wohnt in München. Sie ist hierher gezogen, um bei ihm zu sein. Sie sagt das sehr ruhig. Aber ihre Augen sagen etwas anderes. Dann komme ich. Alle schauen mich an. Ich atme kurz ein. Mein Name ist David. Ich komme aus Nairobi in Kenia. Ich studiere Ingenieurwesen an der TU München. Ich lerne Deutsch, weil ich hier leben möchte. Nicht nur studieren, wirklich leben. Es ist still für einen Moment. Dann nickt Frau Bauer. Sehr gut, David, sagt sie einfach. Amara schaut mich an und lächelt. Es ist ein echtes Lächeln. Das erste echte Lächeln, das mir jemand in Deutschland schenkt. Der Unterricht beginnt. Frau Bauer ist eine gute Lehrerin. Sie spricht langsam. Sie wiederholt alles 2-mal. Wenn jemand etwas nicht versteht, lacht sie nicht. Sie erklärt es einfach noch einmal, anders. Mit anderen Worten. Wir lernen heute die Verben sein, haben, werden, kommen, gehen. Frau Bauer schreibt sie an die Tafel. Wir wiederholen laut. 8 Stimmen, 8 Akzente, manchmal falsch, manchmal sehr falsch. Frau Bauer lacht jedes Mal, aber nicht über uns. Mit uns. Das ist ein großer Unterschied. Um 11 Uhr gibt es eine Pause. 20 Minuten. Ich gehe in den Flur. Amara steht schon dort. Sie hält 2 Tassen Kaffee in den Händen. Sie gibt mir eine. Ich habe gedacht, du möchtest vielleicht auch einen, sagt sie. Auf Englisch, nicht auf Deutsch. Ich lache. Ja, sage ich. Sehr gerne. Danke. Wir stehen nebeneinander und trinken unseren Kaffee. Kenji kommt dazu. Dann Oma. Dann Tariq. Dann Sophia, die immer noch ein bisschen traurig aussieht. Wir stehen zu 6 im Flur einer deutschen Sprachschule. Keiner von uns spricht gut Deutsch. Keiner von uns kennt die anderen wirklich. Aber wir stehen hier, zusammen. Und das fühlt sich bereits wie etwas an. Nach dem Unterricht schlägt Amara etwas vor. Ich kenne ein Restaurant in der Nähe, sagt sie. Türkisch. Günstig. Gut. Sie sagt 3 Wörter. Alle verstehen sofort. Wir gehen zusammen. Zu 7 durch die Straßen von München.
Es ist inzwischen sonnig geworden. Das Licht ist golden. Die Blätter an den Bäumen leuchten. Das Restaurant ist klein und warm. Der Wirt heißt Mehmet. Er begrüßt uns auf Deutsch und Türkisch gleichzeitig. Willkommen, herzlich willkommen. Buyurun, buyurun. Wir setzen uns alle an einen langen Tisch. Wir bestellen auf Deutsch, manchmal mit Fehler, manchmal mit Händen und Zeigen. Mehmet lacht und bringt das Essen. Beim Essen reden wir. Auf Englisch, auf Deutsch, auf allem. Kenji erklärt ein deutsches Wort falsch und alle lachen. Oma erzählt eine Geschichte über seinen ersten Tag in München. Er hat den falschen Bus genommen. 3-mal. Wir lachen alle so laut, dass Mehmet aus der Küche schaut. Sophia sagt wenig. Aber gegen Ende des Essens lacht auch sie. Einmal. Kurz, aber es ist ein echtes Lachen. Ich sehe es. Als wir gehen, stehen wir kurz auf dem Bürgersteig. Die Sonne geht langsam unter. Der Himmel ist orange und rosa. Bis morgen, sagt Amara. Bis morgen, sagen wir alle. Ich gehe allein zurück zu meinem Bus. Ich denke an meinen ersten Tag, an Frau Bauer, an Amara, an Kenji, an Oma, Tarik und Sophia, an den Kaffee im Flur, an das Lachen beim Essen. Gestern war ich allein in dieser Stadt. Heute bin ich es nicht mehr. Das ist kein kleines Ding. Das ist alles. All right, you just listened to the whole story. Well done. Now let's go through a few key words together, the ones worth remembering. Die Sprachschule is a feminine noun which means the language school. Example: Heute ist mein erster Tag an der Sprachschule. Today is my first day at the language school. This is the central place of the entire chapter. It is where David meets new people, learns German, and slowly stops feeling alone in Munich. Sprachschule combines Sprache, language, plus Schule, school. In Germany, many immigrants and international students attend a Sprachschule before university or work. It is one of the most important words for learners living in Germany. Aufgeregt, an adjective which means excited. Example: Aber ich bin auch aufgeregt. But I'm also excited. Many learners confuse aufgeregt with glücklich. Aufgeregt means emotionally excited, nervous, or full of energy before something important. Germans often say, Ich bin total aufgeregt, before exams, trips, or special events. Gleichzeitig, an adverb that means at the same time. Example: Nervös und aufgeregt gleichzeitig. Nervous and excited at the same time. Gleichzeitig is a very useful be-one word. It combines gleich, same, plus Zeit, time. Germans use it constantly in conversations, writing, and academic German. Besetzt. An adjective that means occupied/taken. Example: 5 sind schon besetzt. 5 are already occupied. David enters the classroom and notices that most of the chairs are already taken. He is still the new person entering the room. Besetzt is extremely common in daily German life. You hear it for seats, hotel rooms, parking spaces, and even on the phone. Example: Die Leitung ist besetzt. The line is busy. Vorstellen. A separable verb that means to introduce oneself. Example:
Bitte stellen Sie sich vor. Please introduce yourself. The teacher asks every student to share their name, country, and reason for being in Germany. This becomes the emotional center of the class. Vorstellen is one of the first important classroom verbs in German. Sich vorstellen means to introduce yourself, while vorstellen without sich can mean to imagine or to present someone. Lächeln. A regular verb that means to smile. Example: Sie lächelt. She smiles. Amara, the girl from Nigeria, smiles at David during class. Later, David describes it as the first real smile someone has given him in Germany. Lächeln is a soft and emotional verb. Germans use both the noun das Lächeln, the smile, and the verb lächeln frequently in literature and daily conversation. Wiederholen. A regular verb that means to repeat. Example: Sie wiederholt alles zweimal. She repeats everything twice. Frau Bauer repeats information slowly and patiently so every student can understand the lesson. Wiederholen is one of the most important verbs for language learners. German teachers constantly use it in class. Example: Können Sie das bitte wiederholen? Can you repeat that, please? Erklären. A regular verb that means to explain. Example: Sie erklärt es einfach noch einmal. She simply explains it again. Frau Bauer never laughs at mistakes. Instead, she explains things again using different words. Erklären is a key academic and classroom verb. It appears everywhere in German education, textbooks and exams. Herzlich means warm/heartfelt. Example: Willkommen, herzlich willkommen. Welcome, a very warm welcome. The restaurant owner Mehmet welcomes the students warmly, making the group feel comfortable and accepted. Herzlich is one of the warmest words in German. You see it in expressions like herzlichen Glückwunsch, congratulations, or herzlich willkommen, warm welcome. It comes from Herz, heart. The word literally carries emotional warmth.